Diese Säge kennt kaum einer und trotzdem ist sie richtig genial. Denn wenn du diese Säge hast, brauchst du keine Tauchsäge mehr. Und die Frage ist das hier das Ende aller Tauchsägen? Wir müssen unbedingt über diese Säge von Festool sprechen, denn wir haben hier eine wunderschöne Tauchsäge. Nee, Handkreissäge. Nee, na wartet mal. Wir gucken uns die gleich an. Erst einmal, ihr wisst, ich liebe Tauchsägen und das hier ist die TS60, eine ganz klassische Tauchsäge. Was macht ihr hier? Ihr drückt den Knopf, taucht ins Material, könnt sägen, könnt ihr mit einem Ausschnitt aussägen, könnt aber auch ganz normal vom Rand her sägen. Das ist eine richtig geniale Säge. Ja, übrigens hier mit dem neuen Licht. Ja, wer das Video nicht gesehen hat, verlinke ich dir mal hier oben. So, das ist eine tolle Sache. Tauchsägen, alles super. Aber wir haben hier diese Säge. Und das hier ist eine Handkreissäge und eine Tauchsäge in einem, wirklich in einem. Und ich bin super gespannt, was ihr unten in die Kommentare schreibt, wo ihr sagt, Mensch, ja, ist eigentlich eine geniale Sache oder ist das für euch kompletter Quatsch und nehmt weiterhin eine Tauchsäge. Denn wir haben hier die HKC 55. Ja? Und zwar haben wir hier eine richtig geniale Säge, hier mit Akku, schöne Handkreissäge, alles super, wurde gerade geupdatet. Wir haben hier einen neuen Motor, wir haben hier Kickback-Control, etwas dünnes Sägeblatt, alles schön. Das hier ist eine Säge, die werden viele von euch kennen. Und zwar haben wir hier ja, die alte, das ist das kabelgebundene Gerät. Ja, auch lang auf dem Markt und beide haben schon die Funktion, zwar quasi eine versteckte Funktion, die keiner von euch kennt, die zeige ich euch jetzt mal. Und ich zeige euch das anhand der HKC 55. Denn wir haben hier Folgendes, ich zeige es erstmal von euch, von eurer Seite aus und wir gucken es dann gleich nochmal im Detail an. Wir probieren es auch aus. Denn wir haben hier ganz klassisch die Möglichkeit, wir haben hier eine Handkreissäge, ja. Ihr seht ja, Unterschied ist, Blatt ist unten. Ihr habt eine Handkreissäge, wir können ja an der richtig schön die Tiefe einstellen. Okay, jetzt meinetwegen mal 20 mm. Ja, aber wie kann ich denn jetzt aber ins Material eintauchen? Das geht doch gar nicht. Doch, ich kann nämlich das hier machen. Hoho, Magie! Denn in dem Moment ist die Säge raus. Ich kann aber jetzt Folgendes machen. Ich kann jetzt hier, seht ihr, eintauchen ins Material auf die Tiefe und kann sägen, kann dann wieder austauchen und kann die Säge rausnehmen oder ich kann sie auch einfach so rausnehmen. Das heißt, ich habe hier wirklich eine vollwertige Tauchfunktion in einer Säge, die viele vielleicht sogar da haben. Das habt ihr vielleicht sogar, die Säge, und wisst es gar nicht. Wir können das auch auf die maximale Tiefe einstellen, jetzt 55 mm und können selbst da eintauchen. Jetzt habe ich es hier eingestellt und jetzt könnt ihr ganz normal sagen, okay, an der Stelle und jetzt geht's los. Runter, okay. 55 mm und dann könnt ihr sägen. Das ist doch genial. Ich zeige es euch mal auf der anderen Seite. Und jetzt gucken wir uns das mal ganz im Detail an. Wir haben hier noch 55 mm in der Tiefe eingestellt. So, hier volle Tiefe. Vielleicht wollen wir ein bisschen weniger. Wir drücken das hier zusammen. Dann können wir hier das einstellen auf, sagen wir mal jetzt hier mal wegen 30 mm. Hier ohne Führungsschiene haben wir es eingestellt. Und jetzt haben wir hier unseren magischen Knopf, nämlich genau hier oben. Ja? Hier seht ihr das. Das ist der Knopf, den drücken wir und jetzt geht es nach oben. Ihr seht hier diese Feder, die gespannt wird. Und dann können wir die Maschine hier nach unten eintauchen. Ja, das ist die Magie. Wir fahren es mal runter und jetzt merkt ihr gleich, klack, jetzt ist wieder eingefahren. Wenn ihr es jetzt lösen wollt, drückt ihr einfach drauf und die Maschine fährt wieder hoch. Das ist die Tauchfunktion, die ihr habt. Ich zeige es euch nochmal von der Seite, bevor wir es wirklich auch mal ausprobieren. Jetzt können wir Folgendes machen, ganz nach unten, jetzt erstmal einmal hochstellen, dann das hier nach oben. Jetzt können wir noch die Fernbedienung hier nutzen, nämlich die Pendelhauben-Fernbedienung. So, zack. Und jetzt seht ihr, wir gehen runter, sägen, dann will das hier oben natürlich stehen bleiben, weil wir hier am Material sind. So, und jetzt können wir wieder nach oben fahren. Das ist doch richtig genial und ich glaube, das kennen die wenigsten. Und ihr seht hier also, wir haben eine Handkreissäge mit einer Tauchsäge verbunden. Und jetzt probieren wir es mal aus. Ich zeige jetzt mal, wie gut das funktioniert. Wir haben hier unsere Platte OSB und hier will ich jetzt reintauchen, Schnitt machen und wieder austauchen. Und das machen wir jetzt mal. Erst einmal muss ich hier aber ein bisschen anders arbeiten als bei einer Tauchsäge. Ihr führt ja aufsetzen, eintauchen, fertig. Hier klappt es ein bisschen anders. Erst einmal muss ich die Tiefe einstellen. Ich werde mir jetzt auch so eine fiktive Tiefe von, sagen wir mal, 40 mm nehmen. Ich kann natürlich auch maximal rein und nur ein bisschen, nur dass du mal siehst, wie das funktionieren würde. So, dann nehme ich jetzt die Säge, gehe nach oben. Jetzt habe ich die vorbereitet zum Tauchen. Dann muss ich jetzt Folgendes machen hier, die Pendelhaube noch nach hinten und die Säge aufsetzen. So, und jetzt kann ich eintauchen. Vorher mache ich aber noch Folgendes, Sauger anschließen. Ja. Und ich möchte euch ein gutes Vorbild sein, Gehörschutz. Und jetzt seht ihr Folgendes, wir tauchen jetzt ein.
Ich mache den Sauger an. Austauchen und runter. Wichtiger Hinweis, nicht wundern, der Sauger wird normalerweise natürlich automatisch angehen, weil der Akku hier angelernt würde. Habe ich hier vergessen, deswegen musste ich es manuell einschalten. Aber was wir sehen, ich konnte hier ohne Probleme einwandfrei einen Tauchschnitt machen. Krass, oder? Ich habe eben übrigens einen kleinen Handling-Fehler begangen, das möchte ich euch aber der Fairness halber auch nochmal mitgeben. Und zwar, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe die Säge genommen, bin eingetaucht, bin dann hier, genau, ihr seht es nämlich schon, ich bin eingetaucht, bin dann hier so durch und dann bin ich wieder ausgetaucht. Das ist so aber nicht ganz richtig, sondern du machst es so, dass du eintauchst, eigentlich einrastest, dann weiter sägst und dann hier den Finger nimmst, hier drauf und dann wieder ausrastest. Das wäre, glaube ich, der richtigere Weg oder der bessere Weg. Sei es drum. Wir müssen uns noch mal zwei andere Sachen angucken, nämlich Nummer eins, diese Säge hat einen Spaltkeil. Ja? Wir haben es ja, bei der Säge haben wir Kickback, bei der Säge haben wir Kickback oder hier haben wir quasi einen Spaltkeil und der ist hiermit integriert in der Pendelhaube, nämlich hier an der Stelle. Das geht nach hinten, liegt dann aber so auf dem Holz auf und der Spaltkeil bleibt im Holz drin. Das heißt also, hier hast du einen kleinen Spaltkeil schon noch mit dabei. Für die, die es wichtig oder für die, die es wichtig ist und die es wichtig finden. Zusätzlich ist es so, dass beide Sägen, das möchte ich der Vollständigkeit halber nochmal sagen, ist es so, dass diese Säge hier auf der Kappschiene läuft. Ja, wir sehen es jetzt hier, funktioniert. Wir sehen aber auch bei der TS60, wichtig, das können nicht alle Tauchsägen von Festo, sondern erst die TS60 können wir hier auch aufsetzen und können auch auf der Kappschiene benutzen. Also das ist nur der Vollständigkeit halber. Wir müssen uns auch wirklich ehrlich machen, was die Säge hier nicht kann, sind auch zwei andere Dinge. Die Säge kann nicht so gut absaugen wie eine normale Tauchsäge. Warum? Wir haben hier eine geschlossene Bauform, ja, die ist komplett geschlossen. Das Material wird nach hinten gebracht, wird hier abgesaugt, fertig. Hier haben wir eine offene Bauform. Wir haben zusätzlich auch noch das Problem, dass diese Pendelhaube ja auch noch im Weg ist. Die pendelt ja wirklich hier hoch und rein, also in den Luftstrom auch rein. Deswegen ist hier die Absaugung immer schlechter als bei einer normalen Tauchsäge. Und dann haben wir noch einen zweiten und eigentlich sogar noch einen dritten Nachteil. Aber erstmal zum zweiten. Nummer eins, wir haben hier an der Tauchsäge, seht ihr, hier ist Punkt 1, Punkt 2, ich sehe genau, wo die Säge sägt. Ergo, ich nehme die Säge jetzt mal, packe es nach unten und dann seht ihr hier an dem unteren Todpunkt, ja, also an diesem Punkt hier, dort genau wird der Schnitt sein. Das heißt, ihr könnt genau sagen, aha, ich tauche ein, genau da, wo du schneiden möchtest. Vorne hast du das Ganze auch nochmal, genau da kannst du enden. Finde ich eine coole Sache, das hast du hier nicht. Und Nachteil Nummer 3, und das ist nämlich genau die Frage, und da schreibt ihr das mal gerne unten in die Kommentare, Nachteil Nummer 3 ist das Handling. Beim Eintauchen ist das natürlich ein viel schöneres Handling. Nimm die Säge, zack, runter, fertig. Ja. Hier habe ich natürlich ein ganz anderes Handling. Die Tiefe muss ich zwar hier voreinstellen, sei es drum, aber dann hier drauf drücken, hier nach oben, dann runterfahren, einrasten, nochmal, gegebenenfalls nicht einrasten, wieder raus. Das Handling ist hier etwas schwieriger. Wenn man aber ehrlich ist, das ist schon cool. Ja, das ist schon wirklich cool. Und ihr schreibt mal gerne unten in die Kommentare, und ihr outet euch auch bitte, wenn ihr eine HK55 habt und diese Funktion noch nie benutzt habt oder sie noch gar nicht gefunden habt. Ja, würde mich super interessieren, denn sie ist so selten, sie ist kaum irgendwo beschrieben, kaum in einem Video, kaum irgendwas. Das ist einfach eine absolut geniale Funktion. Und jetzt ist die Frage, welcher Typ seid ihr? Seid ihr ganz klar Typ Tauchsäge? Ich habe schon eine Tauchsäge, alles gut, so wie ich, ja, dann fein. Wenn du aber jemand bist, der eine neue Säge braucht und sagt, naja, meistens brauche ich eigentlich eher die Eigenschaften einer Handkreissäge, ja, und selten einen Tauchschnitt, dann könnte das hier absolut deine Säge sein. Und ich bin da wirklich erstaunt, wie wenig diese Funktion eben kennen und wie vielfältig Festo ihre Maschinen baut und wie durchdacht. Ja, weil es hier eine ganz kleine Funktion, die aber das gesamte Spiel ändert an der Stelle. Und falls ihr die HK55 noch nicht im Blick hattet, nehmt sie wirklich mal ein bisschen mehr in den Fokus. Wenn du übrigens den Preis der Maschine wissen willst, schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du immer den ehrlichen Preisvergleich, Links und so weiter und so fort. Da kannst du dich auch mal erkundigen. Und jetzt ist die Frage an euch, was sagt ihr? Seid ihr Team Handkreissäge mit Tauchfunktion oder seid ihr Team Tauchsäge? Gerne in die Kommentare, wir lesen uns da und so lange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.